Hallo und herzlich willkommen zu diesem Warframe-Bildvideo. Heute zu Baruch bzw. Baruch Prime, unseren pazifistischen Mönch, der aber auch sehr stark reinhauen kann. Ein Warframe, der nicht häufig gespielt wird, das haben wir auch wieder in der Statistik von 2025 gesehen. Video dazu ist oben verlinkt. So, Baruch. Woher bekommt man den normalen Baruch? Den normalen Baruch bekommt man über Vox Solaris, das heißt Little Duck. Da kann man hin, wenn man entsprechende Ränge bei diesem Syndikat aufsteigt, kann man sich mehr Blaupausen kaufen. Eine Alternative wäre es, diesen Warframe über den normalen Duviri-Rundkurs zu bekommen, wenn er in der Rotation ist. Die Prime-Version bekommt man natürlich wie jede Prime-Variante von den entsprechenden Relikten, sind aber derzeit gewotet. Bedeutet, man kann sie nur von anderen Spielern per Handel bekommen, beziehungsweise die Drops von anderen Spielern bekommen, wenn sie das entsprechende Relikt in euren Missionen ausrüsten. Schauen wir uns zunächst einmal die Fähigkeiten von Baruch an. Die passive Fähigkeit von Baruch, und jetzt nicht erstrecken, hat einige, ich nenne es mal Fachbegriffe aus dem Warframe-Universum. Also, was kann die passive? Jedes Projektil, dem wir ausweichen. Jeder betäubte oder entwaffnete Feind untergräbt Baruchs Beherrschung und schürt den inneren Sturm. Was bedeutet das? Nun, unsere Fähigkeiten lassen uns Projektilen ausweichen, sie lassen uns Gegner entwaffen oder betäuben. Und der innere Sturm ist eine passive Mechanik bei Baruch selber. Während Baruchs Beherrschung reduziert wird, widersteht er bis zu 50% mehr Schaden. Das heißt, wenn unsere Beherrschung reduziert wird, haben wir deutlich mehr Survivability. Und wir gucken uns das einmal kurz an. Ihr seht auf meiner derzeit rechten Seite unten über unserer Waffe, über unserer Munition, über unseren Fähigkeiten einen Kreis. Da steht Zurückhaltung. Die Zurückhaltung macht jetzt derzeit nicht viel. Allerdings, wenn wir jetzt Projektilen ausweichen oder Gegner betäuben, Gegner entwaffnen, dann sieht das Ganze anders aus. Ich spawn hier einmal ein paar Gegner. So, dann können wir uns nämlich auch mal die erste Fähigkeit anschauen. Mit der weichen wir aus. Und ihr seht jetzt, wir weichen gerade aus. Wir können auch die dritte Fähigkeit aktivieren. Auch die hilft uns dabei, den inneren Sturm, die Zurückhaltung zu reduzieren und den inneren Sturm zu schüren. Und ihr seht, da unten bei unserem Kreis wird gerade sehr, sehr viel weggenommen. Und diese Faust in der Mitte wird immer größer. Das ist im Grunde die Mechanik und sie ist praktisch ein weites Energiesystem für die vierte Fähigkeit, aber die gucken wir uns jetzt an. Beziehungsweise, wir schauen uns erstmal die erste Fähigkeit an. Die erste Fähigkeit ist Traverse. Traverse lässt uns Projektilen ausweichen, jedoch nur, wenn wir nicht angreifen. Klingt ein bisschen blöd, weil wir mit unseren Warframes ja generell durchgehend angreifen. Ob das jetzt Nahkampf, Primär, Sekundär oder Warframe-Fähigkeit ist, vollkommen egal, wir greifen an.
Aber diese Fähigkeit ist immer aktiv, sobald wir nicht angreifen. Das heißt, jede Millisekunde, in der wir nicht angreifen, ist das Ding aktiv. Und je mehr Fähigkeitsreichweite wir haben, desto größer ist unser Radius. Ihr seht hier, ich habe 360 Grad auf diesem Warframe derzeit mit diesem Bild. 360 Grad, das ist einmal rundum. Wenn wir weniger Reichweite haben, dann ist es nur in einem Bereich vor uns zum Beispiel. Muss man drauf achten. Zweite Fähigkeit. Zweite Fähigkeit ist Beschwichtigung. Eine beruhigende Welle verlangsamt Gegner, bis sie einschlummern. Gegner, die durch Schaden aufwachen, sind verwirrt und desorientiert. Kurzzeitiges Vergessen bedeutet, dass alle Gegner alles vergessen, was vor Beschwichtigen passiert ist. Das ist interessant. Warum ist das interessant? Nun, ich sag mal so, dies ist die Fähigkeit, die man am ehesten durch eine Helme-Fähigkeit ersetzen kann. Außer man möchte unbedingt den Stealth-Bonus haben, zum Beispiel zum Fokus-Farmen, war das früher relativ interessant. Heutzutage gibt es andere Möglichkeiten, viel Fokus zu farmen. Aber damals durchaus eine Option, denn ja, kurzzeitiges Vergessen bedeutet, dass Gegner, die vorher alarmiert waren, nachdem sie wieder aufwachen durch Beschwichtigung, nicht mehr alarmiert sind. Das heißt, wir kriegen wieder unseren Stealth-Bonus. Stealth-Bonus gibt uns mehr Damage, Stealth-Bonus gibt uns mehr Erfahrung. Dritte Fähigkeit sind die leeren Hände, die ich etwas besser finde als Traverse sogar, beziehungsweise etwas wichtiger, denn die leeren Hände sind auch aktiv, wenn man angreift. Man kann die beiden kombinieren, das heißt, wenn Traverse aktiv ist und man die leeren Hände danach einsetzt, kriegen die leeren Hände eine größere Reichweite. Aber was können die leeren Hände? Die leeren Hände beschwören einen Schwarm schwebender Dolche, die sich auf gegnerische Waffen ausrichten und diese mit einer Explosion zerstören. Das heißt, wir haben hier eine Entwaffnungsfähigkeit und das ist schon mal sehr praktisch für unsere Tankiness. Gegner, die keine Schusswaffen mehr haben, sind deutlich ungefährlicher geworden als Gegner mit Schusswaffen. Zusätzlich, jeder entwaffnete Gegner reduziert unsere Zurückhaltung und schürt den inneren Sturm. Wie wir da unten auch sehen, wir haben einen kleinen Explosionsschaden, der ist nicht weiter wichtig, aber wir haben Schadensreduktion. Auch die Dolche geben uns Schadensreduktion und je nachdem, wie viel Fähigkeitsstärke wir auf dem Bild haben, je mehr Dolche beschwören wir. Vierte Fähigkeit, und das ist die allerwichtigste bei Baruch, ist der ruhige Sturm. Gleichzeitig aber auch seine Problematik. Der ruhige Sturm ist unglaublich stark, aber bis wir unsere Zurückhaltung erstmal reduziert haben, müssen wir von Gegnern angegriffen werden. Ist ungünstig, wenn wir in einem Team rumlaufen und die Teammates alle Gegner töten, die ja bei uns hinkommen würden und uns Schaden machen würden. Wir können den Gegnern dann nicht ausweichen, nicht genug ausweichen und entwaffnen auch eher weniger, wenn sie schon tot sind. Das Entwaffnen geht meistens relativ schnell, das passiert relativ häufig, aber das Ausweichen nicht super optimal. Heißt, Baruch muss erstmal eine Weile sich angreifen lassen von Gegnern, um dann möglichst stark reinzuhauen. Und dieser Spielstil ist im modernen Warframe nicht gut, wo wir sehr viel auf Speed ausgelegt sind, wo sehr viele Warframes sehr viel Damage in kurzer Zeit raushauen können. Deswegen, das ist sein Problem, da müsste das irgendwie gereworked werden. Ich wüsste allerdings nicht, wie, ohne den Sinn seines Kits zu verändern. Also, was kann der ruhige Sturm? Der ruhige Sturm kann nur aktiviert werden, wenn unsere Zurückhaltung reduziert ist. Sie muss nicht komplett aufgebraucht sein, sie muss nur reduziert werden. Während der ruhige Sturm aber aktiv ist, füllt sich unsere Anzeige wieder und sobald die aufgebraucht ist, beziehungsweise sich wieder gefüllt hat, ist ruhiger Sturm vorbei und wir können es auch nicht recasten, sofern wir nicht wieder durch Traverse ausgewichen sind oder durch leere Hände Gegner entwaffnet haben. Unschön. Deswegen, ja, es ist eine starke Fähigkeit, aber schauen wir, was er kann. Wenn ruhiger Sturm aktiv ist, beschwören wir die Exalted Weapon bzw. Pseudo-Exalted Weapon von Baruch, nämlich den Wüstenwind. Das sind Faust- und Fußwaffen, also Kickbox-Waffen, die aber ordentlich Range haben. Und diese Fähigkeit hat ein sehr interessantes Augment. Dieses Augment ermöglicht uns, dass wir immer automatisch den Schadenstyp machen, das heißt Korrosion, Gas, Feuer, wie auch immer, der am effektivsten gegen einen Gegner ist. Im Grunde haben wir also, egal welche Gegner wir haben, immer den besten Schadenstyp. So, das muss ich noch erwähnen, hatte ich vergessen, das im Video mit einzufügen, deswegen nachträglich wird das irgendwo, wo es Sinn macht, jetzt drin sein. Ruhiger Sturm bzw. Wüstenwind, die Angriffe dieser Waffe gehen durch Wände. Auch nochmal ein sehr interessanter Fakt. Bevor wir auf die Builds zu sprechen kommen,
Schauen wir uns einmal die Archon-Charts an. Also, was haben wir hier? Ich habe hier nur Tau-Forged Archon-Charts eingebaut. Ihr könnt aber auch die ganz normalen nehmen. Damit habt ihr dann aber etwas weniger Damage. Also, die erste Archon-Chart, die wir haben, ist eine rote. Eine purpurne Archon-Chart für Fähigkeitsstärke. Die ist optional. Ihr könnt ja auch eine gelbe einbauen für entsprechend Startenergie. Ist ganz praktisch bei Baruch, wenn man nicht den Mod Vorbereitung benutzt, sondern Primed Surefooted. Oder ihr sagt, hey, ich möchte mehr Aktivierungsgeschwindigkeit auf Baruch haben. Auch das kann man überlegen. Ich finde es okay so. Die Aktivierungsgeschwindigkeit ist meiner Meinung nach vollkommen fein so, wie sie ist. Ansonsten habe ich 4 violette Archon-Charts eingebaut. Jeder von denen gibt uns 37% kritischen Nahkampfschaden. Wenn unsere Energie allerdings über 500 liegt, verdoppelt sich dieser Schadensschub. So, schauen wir uns die Builds an. Also, ich habe 4 Builds mitgebracht. 2 eher Standard-Builds, Basic-Builds nenne ich sie mal, und 2 interessantere Builds fürs Endgame. Also, wir haben hier einen Boost-Build, den ich mal als Standard-Build bezeichnen würde. Wir haben drin stählerner Ansturm. Es gibt noch eine andere Aura-Mod, die man benutzen kann. Sehen wir in den nächsten Builds. Kann man auch natürlich hier benutzen in diesem Bild. Stählerner Ansturm gibt uns zusätzlichen Nahkampfschaden und dem Team auch zusätzlichen Nahkampfschaden. Vorbereitung habe ich überall drin eingebaut. Und das sage ich jetzt einmal. Ja, man kann natürlich auch den, wo haben wir es? Prime trittsicher mit einbauen, damit man nicht umgeworfen wird. Vorbereitung ist allerdings sehr, sehr nett auf diesem Warframe, wenn wir von Anfang an maximale Energie haben. Dann haben wir Reaktiver Sturm, ein Augment, das auch in jedem Bild eingebaut sein wird. Reaktiver Sturm ist das Augment, das ich schon erwähnt habe, für den ruhigen Sturm. Dieses Augment gibt uns für unsere Exalted Weapon plus 250% Statuschance und verändert, wie erwähnt, die Schadensart, um gegnerischen Schwächen zu entsprechen. Das heißt, hat ein Gegner eine besondere Anfälligkeit gegenüber Strahlung, machen wir Strahlungsschaden. Hat er eine besondere Anfälligkeit gegenüber Hitze, machen wir Hitzeschaden und so weiter und so fort. Dann haben wir Primed Fluss für mehr Energie, damit wir über 500 Energie kommen, damit wir entsprechend auch den Bonus unserer Archon-Charts bekommen, wenn wir den mal rausnehmen würden. Dann haben wir nur noch 300 Energie. Wenn wir mal generell bei Fluss gucken, man kann überlegen, den Archon-Fluss mit reinzunehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil wir hin und wieder ja auch Kälteschaden machen, würde uns mehr Energiekugeln droppen lassen. Aber ich sag mal, es ist nicht super wichtig. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist eine 10% Chance, dass eine Energiekugel gedroppt wird, wenn ein Gegner durch eine Kältefähigkeit stirbt. Und wir machen nicht immer Kälte mit ruhiger Sturm, also eher selten. Wenn wir einen normalen ruhigen Fluss einbauen, dann reicht das auch. Wir haben 600 Energie, reicht vollkommen. Ihr könnt auch hier einen normalen Fluss einbauen, falls ihr nicht Archon-Fluss oder den Prime-Fluss habt. Ansonsten haben wir auch noch Archon-Ausdehnung. Würde ich empfehlen, mit reinzunehmen, denn wir haben einen sehr energiehungrigen Warframe hier. Wir verbrauchen viel Energie und dieser Mod kann unter anderem ausgelöst werden durch Baruch selber. Warum? Weil wir auch mit dem reaktiven Sturm Elektroschaden machen können. Aber ich würde empfehlen, nehmt einen Panzerwolper-Fühler mit oder einen Begleiter, wie die Riga zum Beispiel, der diesen Mod auslösen kann. Wenn wir Elektroschaden auslösen, kriegen wir für 5 Sekunden plus 2 Energie pro Sekunde. Ansonsten ist das genau derselbe Wert wie auch die normale Ausdehnung. Das heißt, ihr könnt auch die normale Ausdehnung benutzen, aber für den Energiehaushalt wäre die Archon-Ausdehnung interessanter. Gleichgewicht, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, energiehungriger Warframe. Wir benutzen hier Minus-Effizienz auf dem Bild. Equilibrium, alias Gleichgewicht, sehr, sehr wichtig. Wandelt nämlich Energiekugeln in Gesundheitskugeln um und Gesundheitskugeln in Energiekugeln um. Was nicht ganz richtig beschrieben ist, es ist mehr so, Gesundheitskugeln geben auch Energie und Energiekugeln geben auch Gesundheit. So rum. Adaption für noch mehr Schadensresistenz, denn Baruch ist sehr, sehr tanky mit Traverse und den leeren Händen. Adaption gibt uns pro entsprechenden Schadenstyp, den wir gerade haben, bis zu 20 Sekunden lang 10% Resistenz. Aber das ist bis zu 90% stapelbar. Das heißt, nach 10 Ticks Giftschaden zum Beispiel haben wir 90% Reduktion gegen Giftschaden. Nur noch 10%, ein Zehntel des Giftschadens wird danach überhaupt bei uns ankommen. Und das geht auf alle Schadenstypen, Einschlag, Durchschlag etc. Schattenhafte Verstärkung für mehr Fähigkeitsstärke kann man austauschen gegen flüchtige Stärke, würde uns tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke geben, aber weniger Fähigkeitsdauer. Man kann hier natürlich auch die normale Verstärkung einbauen, wenn man die schattenhafte Verstärkung noch nicht hat. Ansonsten haben wir noch Blinde Wut. Gibt uns mehr Fähigkeitsstärke, aber minus Fähigkeitseffizienz. Deswegen sehr wichtig, das Gleichgewicht hier zu haben oder die Ausdehnung.
Man kann überlegen, wenn man sagt, okay, der Warframe zieht mir so, wie ich den gerade bauen kann, von meinen Mods her, von meinem Begleiter her, zu viel Energie ab, nehmt die flüchtige Stärke mit rein. Das ist besser vom Energiehaushalt als die blinde Wut, aber wir verlieren dadurch 44% Fähigkeitsstärke, das ist schon ordentlich. Umlenkung ist mehr so ein Quality-of-Life-Ding, das man mitnehmen kann. Es gibt uns ein bisschen mehr Tankiness, Shield-Gating, ist auch sehr, sehr nett auf diesem Warframe, aber man kann natürlich auch sagen, hey, ich möchte mehr Damage, weniger Survivability. Baruch ist tanky genug. Man kann ja auch flüchtige Stärke durchaus mit reinnehmen. Dann hat man noch mehr Fähigkeitsstärke. Dann sind wir jetzt auf 309 Fähigkeitsstärke. Das ist ordentlich. Also müsst ihr ein bisschen schauen, wie ihr es haben wollt, wenn ihr sagt, hey, so ist der Warframe mir nicht tanky genug. Nehmt Umlenkung mit rein. Wenn ihr sagt, hey, der Warframe überlebt bei mir mehr, ich kann mit dem gut umgehen, ich weiß, was ich tue, dann flüchtige Stärke. Als Arcana haben wir hier Wechselerweiterung drin. Je mehr Gegner wir töten, desto höher unsere Fähigkeitsstärke. Und wir haben Arcana Hieb. Würde ich auf diesen Warframe wirklich empfehlen, sofern man keine Buffs von Wisp, Volt etc. hat durch Verbündete, die uns Angriffsgeschwindigkeit geben. Denn Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit auf diesem Warframe ist relativ wichtig. Dann kommen wir einmal zu den Fähigkeiten. Wie ihr seht, wir haben eine Helme-Fähigkeit und deswegen heißt das Ganze hier auch Boost. Stärkung. Stärkung ist eine Helme-Fähigkeit, die direkt von Helmif selber kommt. Wenn man Helmif hochlevelt, kriegt man diese Fähigkeit und sie erhöht die Stärke unserer nächsten Fähigkeit. Und ihr seht da, 50% erhöhte Stärke. Das heißt, wir kriegen nochmal 50% Fähigkeitsstärke auf die Fähigkeit, die wir nach dieser Fähigkeit casten. Das funktioniert mit leeren Händen, das funktioniert aber auch mit dem ruhigen Sturm. Und das Schöne ist, diese beiden Fähigkeiten profitieren sehr lange davon. Wir aktivieren die Stärkung, aktivieren die leeren Hände, beschwören eine Menge Dolche und die bleiben halt auch so. Gleiches für die Stärkung. Solange der ruhige Sturm aktiv ist, bleibt die Stärkung aktiv. Solange wir sie nicht neu casten müssen. Wir müssen nicht häufig die Stärkung aktivieren, aber deswegen ist sie relativ praktisch. Wir haben das Ganze nochmal mit Nourish, ist im Grunde derselbe Bild. Auch hier kann man durch Primed Umlenkung natürlich ersetzen, die flüchtige Stärke für noch mehr Fähigkeitsstärke. Ansonsten haben wir wachsende Macht. Das ist nämlich die andere Aura-Mod, die wir hier benutzen. Bei einem Statuseffekt von unseren Waffen wird die Fähigkeitsstärke von Verbündeten, aber auch von uns selbst um 25% erhöht für 6 Sekunden. Das gilt auch für den ruhigen Sturm. Das heißt, sobald wir einen Statuseffekt auslösen, bei einer Statuschance von 534% hier, machen wir 25% mehr oder kriegen 25% mehr Fähigkeitsstärke für mehr Damage. Sehr praktisch. Ansonsten hat sich hier nur eine Sache wirklich verändert und das ist, dass schattenhafte Verstärkung verschwindet für Archon-Kontinuität. Auch hier, man kann die normale Primed-Kontinuität oder normale Kontinuität benutzen. Benutze ich hier, weil wir Nourish benutzen, Nähren. Nähren gibt uns ein bisschen mehr Energiehaushalt. Wir regenerieren Energie, das ist schon mal sehr nett. Aber wir kriegen auch Virusschaden auf unsere Waffen. Auch das sehr nice. Und wenn Gegner uns angreifen, kriegen die auch Virusschaden auf sich drauf. Beziehungsweise den Virus-Status-Effekt. Archon-Kontinuität verlängert Nourish und damit ist der Nourish insgesamt knapp 40 Sekunden aktiv. Das ist nicht super lange, aber ohne diesen Mod, nehmen wir ihn einmal raus, wäre Nourish halt nur 25 Sekunden aktiv. Kommen wir zum dritten Bild, dem Eclipse-Bild. Eclipse ist die Fähigkeit von Mirage, wenn man sie beim Helme verfüttert. Und Eclipse hat 2 unterschiedliche Modi. Wenn wir diese Fähigkeit antippen, kriegen wir eine Schadensreduktion von 75%. Das sind nochmal 3/4 des Damage, den wir bekommen würden, reduziert. Das macht uns nochmal tankier, sehr nice fürs Endgame auch, wenn wir viel Schaden erhalten würden. Ansonsten, und das ist viel wichtiger hier, ist der Schadensbonus. Wenn wir die Taste gedrückt halten für Eclipse, bekommen wir hier eine Schadenserhöhung bei diesem Bild von 80,7%. Das Ganze dauert etwa 30 Sekunden, müsste man relativ häufig recasten. Auch dafür haben wir hier Archon-Kontinuität drin. Bevor wir jetzt allerdings zum vierten Bild kommen, schauen wir uns einmal den Wüstenwind an. Der Wüstenwind, oder die Wüstenwind, ist eine Faust- bzw. Faust- und Trittwaffe, eine Kickbox-Waffe. Und wir haben auch dafür entsprechend Builds. Wir haben hier unseren absoluten Standard-Build. Die Haltung können wir nicht ändern. Man kann Tennokai benutzen, wenn man möchte. Dann kann man auch hin und wieder eine Heavy Attack reinsiden. Aber ich finde Tennokai auf dieser Waffe nicht super wichtig. Was haben wir also drin? Wir haben nässende Wunden, damit wir, je höher unser Combo-Multiplikator ist, mehr Statuschance haben.
Ansonsten haben wir Berserker-Raserei, sehr, sehr wichtig für Angriffsgeschwindigkeit, denn wir sind relativ langsam, würde ich behaupten. Man kann natürlich auch Primed-Raserei benutzen, damit ist man von Anfang an schneller. Bei Berserker-Raserei braucht man erstmal einen Kill, damit man 35% Angriffsgeschwindigkeit bekommt und 2 Kills, damit man 70% bekommt. 70 höher als 55. Aber man braucht halt die Kills und dieser Effekt läuft irgendwann aus. Das heißt, man muss durchgehend Gegner töten. Trotzdem würde ich hier Berserker-Raserei empfehlen. Fieberschlag in Kombination mit Nordwind für Virusschaden ist relativer Standard. Virusschaden sehr, sehr gut, aber ihr könnt hier auch theoretisch auf Korrosion modden, wenn ihr gegen Gegner spielt, die Korrosion anfälliger sind. Dann haben wir galvanisierter Stahl für Crit-Chance und Crit-Schaden. Blutrausch, je höher unser Kombo-Multiplikator, je höher unsere Crit-Chance. Zustandsüberladung, je mehr Statuseffekte auf dem Gegner sind, je mehr Schaden machen wir. Reaktiver Sturm, unser Augment, macht verschiedene Statuseffekte auf den Gegner drauf. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir Ausweiter für nochmal Crit-Schaden. Als Arcana haben wir die Nahkampfvergeltung. Das gibt uns 30% Nahkampfschaden für alle 200 derzeitigen Schilde bis zu 420%. Auch dafür ist die Umlenkung ganz interessant, wenn man sie benutzt, statt der flüchtigen Stärke. Flüchtige Stärke gibt uns 55% Fähigkeitsstärke, aber mit Umlenkung haben wir, wenn ich mich recht erinnere, 1200 Schilde. Das sind nochmal 180% mehr Nahkampfschaden durch Nahkampfvergeltung. Sollte man nicht unterschätzen. Aber wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten bei den Arcanas. Nahkampfleiden ist eine Option, die man nehmen kann. Gegner, die von Statuseffekten betroffen sind, erhalten 6 zusätzliche Stapel, wenn sie niedergeschlagen werden oder von Nahkampfangriffen weggeschleudert werden. Und das Wegschleudern passiert tatsächlich mit dem ruhigen Sturm. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch Nahkampfaufdeckung. Beim Wirken von Fähigkeiten erhalten wir 60% Korrosionsschaden bei Nahkampfangriffen für 25 Sekunden. Auch ganz nett, allerdings casten wir nicht so häufig Fähigkeiten hintereinander, dass wir wirklich den maximalen Bonus hier rausbekommen. So viel zum Base-Bild. Wir haben natürlich noch einen weiteren Bild. Wer hätte es gedacht, es ist Nahkampfeinfluss. Ein Arcana, der nicht mehr wegzudenken ist aus der Nahkampf-Meta. Er gibt unseren Nahkampfwaffen AOE-Damage. Was macht Nahkampfeinfluss? Für alle, die es nicht wissen, sobald wir Elektrostatus auslösen, haben wir eine 20% Chance, dass alle elementaren Nahkampfstatuseffekte auf Feinden übertragen werden auf andere Feinde in einem Radius von 20 Metern. Das ist enorm stark, was den Damage angeht. Was haben wir also drin? Wir haben nässende Wunden, wir haben Berserker-Raserei, Schockberührung für Elektroschaden, galvanisierter Stahl, mal wieder, für Crit-Schaden und Crit-Chance, Blutrausch für Crit-Chance, Zustandsüberladung für Damage, galvanisierter Elementalist, sehr praktisch hier, boostet unseren Schnitt, Elektro, Gift, Explosion, Gas und Schnittschaden. Da reaktiver Sturm die auch auslösen kann, ist das ja praktisch. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Ausweiter für Crit-Schaden, obwohl Ausweiter hier optional ist. Der bessere Crit-Schadensmod ist nun mal galvanisierter Stahl, aber Nahkampfeinfluss ist sehr, sehr praktisch, wenn man einen Bane-Mod dabei hat. Das ist enorm hoch skalierbar, was den Damage angeht. Allerdings, und hier muss man halt darauf achten, man muss ihn immer wieder austauschen. Wenn man gegen Grenier spielt, benutzt man Primed Grenier bestrafen. Spielt man gegen das Raunen, benutzt man das Raunen bestrafen. Spielt man gegen die Orokin, benutzt man Heinigen der Orokin. Das ist ein bisschen nervig, das immer austauschen zu müssen und manchmal vergisst man es auch. Deswegen, ich sag mal, standardmäßig nehmt einen Ausweiter rein, es sei denn, ihr seid, hey, ich will jetzt richtig viel Damage gegen diese eine Fraktion machen, dann nehmt einen der Bane-Mods mit. Schockberührung kann man natürlich austauschen gegen den voltagischen Schlag. Der gibt uns 60% Elektroschaden und 60% Statuschance. Das gibt uns 90% Elektroschaden, aber Statuschance ist doch ganz nice. Das heißt, wir können mehr Einfluss triggern. Ja, jein. Also, wir gucken mal hier bei Status. Unsere Elektro-Statuschance ist 54,9%. Das ist die Chance, dass wir Elektrostatus auslösen. Wenn wir jetzt den voltagischen Schlag nehmen, der uns ja noch mehr Statuschance gibt, aber nur etwas weniger Elektroschaden, sehen wir, obwohl wir mehr Status haben, haben wir jetzt weniger Elektrostatuschance. Wir sind nur noch bei 46,8. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Woran liegt das? Naja, die zusätzliche Statuschance boostet ja auch unseren Einschlagsschaden. Bedeutet, der Einschlagsschaden wird ebenfalls erhöht. In diesem Fall ist es aber nur der Elektroschaden. Deswegen benutzen wir die Schockberührung. Eine weitere Möglichkeit, und ich sage mal Möglichkeit, die ich nicht häufig nutze, aber einmal erwähnt haben möchte, ist Magnetismus. Im Grunde spielt dieses Bild auf Nahkampfwirbel.
Töten wir einen Feind, der von Magnetismus-Status betroffen ist, haben wir eine 40% Chance, um Feinde in einem Radius von 18 Meter zu uns ranzuziehen, was bei Nahkampfangriffen ganz nett ist. Deswegen hier Schockberührung in Kombination mit Nordwind. Wir verzichten hier da leider auf den galvanisierten Elementalist, der aber auch nicht profitiert von Magnetismusschaden. Wir werden uns gleich alles mit dem Einflussbild anschauen, weil es theoretisch von diesen dreien, die ich jetzt gerade gezeigt habe, das stärkste ist. Gut, zurück zu den Builds. Und bevor wir einmal in die Showcase reingehen und ich zeige mal, wie viel Damage das Ganze hier raushauen kann, wenn wir uns das letzte Bild angeguckt haben, gehen wir nochmal darauf ein, hey, welche Arkanas kann ich noch mit reinnehmen? Was sind Optionen? Und wir schauen uns natürlich auch an, welche Helmefähigkeiten auch auf Baruch ganz interessant wären. Gut, wir schauen uns einmal das Ganze hier an mit dem Eclipse-Bild. Ohne Begleiter derzeit. Wir spawnen, ja, nehmen wir doch Eximus-Kanoniere, stählerner Fahrt 185. Natürlich hier nicht pausiert, damit wir keinen Stealth-Bonus bekommen. Wir aktivieren die erste Fähigkeit, wir aktivieren die dritte Fähigkeit. Müssen jetzt ein bisschen Damage fressen. Ihr seht, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Zurückhaltung aufbauen. Wir sehen uns gleich wieder. So, unsere Zurückhaltung ist fast komplett aufgebraucht. Das bedeutet, Zeit für den inneren Sturm. Wir wollen natürlich erstmal ein bisschen Combo-Multiplikator aufbauen, aber ihr seht es an den Damage-Zahlen schon. Krass. Das war's mit diesen Gegnern. Beziehungsweise der hier lebt noch. Warum er gerade so lange lebt, I don't know. Wahrscheinlich, weil er allein ist. Und wir mehr Damage machen, wenn wir eine Gruppe haben. Aber ja, wir haben derzeit einen 4-fachen Multiplikator nur. Und wir haben noch nicht mal Eclipse eingesetzt. Wir können auf einen 12-fachen erhöhen. Ich aktiviere mal Eclipse dazu. Und wir ballern dann nochmal rein. Und das war diese Gruppe von Eximus-Einheiten. Ja, das bedeutet natürlich auch, bei Eximus-Einheiten, wenn unsere Gegner Überschutz haben, machen wir Magnetismus-Schaden. Und Magnetismus-Schaden ist sehr praktisch gegen Überschild, entfernt ihn praktisch direkt mit diesem Bild. Deswegen, ja, sehr, sehr starker Bild. Sehr, sehr strong. So, Nahkampfeinfluss, sehr, sehr stark. Wir haben noch eine weitere Möglichkeit und das war unter anderem ein Grund, warum dieses Video erst jetzt rauskommt, obwohl ich es schon seit letztem Dezember, November angekündigt hatte. Wir haben einen Arcana, der etwas schwieriger zu bekommen ist. Und das ist Hotshot. Hotshot, der heiße Schuss. Was macht dieser Arcana? Wir erhalten 6% Crit-Chance für 10 Sekunden, wenn Fähigkeiten gewirkt werden, um Hitzestatuseffekte bei Gegnern auszulösen. Ja, die 4. Fähigkeit skaliert damit. Wir können mit unserem Wüstenwind Hotshot auslösen. Das gibt uns eine enorme Crit-Chance, einen enormen Crit-Chance-Bonus. Man kann jetzt argumentieren, yo, Crit-Chance ist zwar ganz nett, aber Wechselerweiterung gibt uns mehr Damage. Das stimmt. Wechselerweiterung ist auch sehr, sehr gut. Ich würde Wechselerweiterung durchaus empfehlen. Für ein optimales Bild nimmt man jetzt nicht den Arkan-Hieb rein, sondern Wechselerweiterung und versucht in irgendeiner Art und Weise mehr Angriffsgeschwindigkeit auf diesen Warframe drauf zu bekommen, wenn man zum Beispiel eine Wisp im Team hat oder einen Volt. Wenn wir durch die gebufft werden, kann man auf Arcana-Hieb verzichten und stattdessen Wechselerweiterung reinnehmen. In Kombination mit heißer Schuss ist das enorm geil. Beim Bild hat sich relativ wenig verändert. Wir haben auch hier wieder wachsende Macht, Vorbereitung, reaktiver Sturm, Archon Fluss, Archon Ausdehnung, Gleichgewicht, Adaption, blinde Wut, flüchtige Stärke. Jetzt kommt das Interessante. Gerade eben hatten wir hier noch Archon Kontinuität. Brauchen wir, weil Eclipse entsprechend eine gewisse Dauer haben sollte. Halbe Minute ist schon relativ angenehm, wenn man es rausnehmen würde. Der ist hier unter 20 Sekunden. Unter 20 Sekunden ist nicht angenehm. Eine halbe Minute ist das Minimum, was ich haben möchte bei Buffs. Persönlich. Hier haben wir jetzt allerdings keine Helmefähigkeit eingebaut. Derzeit. Man kann überlegen, eine reinzunehmen, aber das erlaubt es uns, präzise Verstärkung zu nutzen. Und präzise Verstärkung gibt uns 90% Fähigkeitsstärke für die 4. Fähigkeit. Nur für die 4. Das heißt, wir kriegen 90% Fähigkeitsstärke nochmal auf den reaktiven Sturm, auf den ruhigen Sturm hier drauf. Wenn wir das jetzt mal mit anderen Fähigkeitsstärke-Mods vergleichen. Schattenhafte Verstärkung gibt uns 40%.
Mit Boost von den anderen schattenhaften Mods natürlich mehr, aber die nutzen wir hier nicht. Amas Hass gibt uns 15%, Auge Geheimnisse gibt uns 24%, Verstärken, das normale, gibt uns 30%, Kraftvolle Trifft gibt uns auch nur 15%, Flüchtige Stärke nur 55% und Blinde Wut 99%. Blinde Wut ist der einzige Stärke-Mod, der hier tatsächlich mehr bringt als präzise Verstärkung von den rein numerischen Zahlen. Ich hatte auch überlegt, statt flüchtiger Stärke Archon Vitalität einzubauen. Das gibt uns ein bisschen mehr Gesundheit, das ist nicht relevant. Der relevante Effekt hier ist der Hitzeschaden. Fähigkeiten, die Hitzeschaden verursachen, werden doppelt angewendet. Ist ganz nett, ist ganz cool, aber ich sag mal, flüchtige Stärke, Archon Vitalität. Flüchtige Stärke ist ein bisschen besser. Persönliche Meinung, würde ich behaupten. Natürlich kombinieren wir das Ganze auch mit einem separaten Bild bei den Wüstenwind. Wir machen jetzt nämlich Hitzeschaden drauf. Im Grunde sehr ähnlich zu dem Einflussbild. Das kann ich eigentlich tauschen, dann sieht man es auch direkt. Wir tauschen nur schmelzender Einschlag und Schockberührung aus und das Arcana. Warum tauschen wir das Arcana um? Nun, Nahkampf-Einfluss bringt uns nicht häufig was. Wenn wir durch den reaktiven Sturm unser Augment Elektroschaden auslösen, geil, dann ist doch Nahkampf-Einfluss theoretisch aktiv, aber wir haben halt nicht standardmäßig Elektroschaden auf der Waffe, deswegen nicht super konsistent. Nahkampfleiden ist eine Option, die man mit reinnehmen kann. Nahkampfduplikat lohnt sich auch eher nicht. Wir machen hauptsächlich Orange Crits mit diesem Bild, kann man aber auch überlegen, als Notfall sozusagen mit reinzunehmen. Ich persönlich sage, es gibt zwei Möglichkeiten. Nahkampfvergeltung, zumindest derzeit. Nahkampfvergeltung, 30% Schaden für alle derzeitigen 200 Schilde. Ist ganz nett, gibt uns Bonus Nahkampfschaden. Auch wenn wir keine Primed-Umlenkung in diesem Bild verwenden. Eine andere Möglichkeit wäre ein relativ neuer Arcana und das ist Nahkampfschlingern. Nahkampfschlingern gibt uns doppelten Nahkampfschaden bei gefrorenen Feinden und wenn wir durch Feinde durchrollen, frieren wir sie ein. Ist ganz praktisch, sowohl für die Survivability als auch für den Schaden. Auf maximaler Stufe sehen wir, wir kriegen 2,5-fachen Nahkampfschaden gegen gefrorene Feinde. Heißt, wir rollen durch Feinde durch, frieren sie damit ein und kriegen dann 250% mehr Nahkampfschaden. 2,5 mal sind 250% drauf, was bei Vergeltung deutlich weniger ist. Theoretisch kann Vergeltung viel, viel höher skalieren mit 420%. Kann theoretisch höher skalieren. 420% sind natürlich deutlich mehr. Aber wir kriegen halt nur 30% Nahkampfschaden für alle 200 derzeitigen Schilde. Wir haben auf diesem Bild lediglich 400 Schilde. 460, aber 400 sind das interessant. Das heißt, wir kriegen dadurch 60% Nahkampfschaden. Das heißt, das Interessante hier wäre tatsächlich, Schlingern mit einzusetzen. Wenn man den auf maximaler Stufe hat, würde ich es hier empfehlen. Wir gucken uns mal mit Schlingern an. Wo wir auch gerade bei Einfrieren und Eis sind, Arcana Eissturm war ebenfalls eine Option, die ich ausprobiert hatte. Leider bringt das nicht wirklich viel mit dem Nahkampf-Arcana, den wir jetzt haben. Das war vor dem Release dieses Nahkampf-Arcanas. Könnte man den Eissturm auch hier wieder mit reinnehmen. Gibt uns 2% Fähigkeitsstärke und 2% Fähigkeitsdauer für 15 Sekunden bis zu 20 mal stapelbar. Oh, 40% Fähigkeitsstärke sind nicht schlecht. Plus nochmal 40% mehr Dauer. Also, wir haben unsere Zurückhaltung aufgelöst. Wir gehen in die 4. Fähigkeit. Wollen natürlich ein bisschen Combo-Multiplikator aufbauen. Für entsprechend Hitzeschaden. Aber ihr seht jetzt schon, jetzt kommen die Orange Crits, jetzt kommen die Red Crits. Und wir machen sehr viel Damage. Dieses Bild macht mehr Damage generell. Leider trifft man Gegner, die am Boden sind, nicht wirklich gut. Macht der mehr Damage generell als der Einflussbild, hat aber natürlich weniger AOE. Das Ganze kann man natürlich noch kombinieren mit einem Begleiter. Zum Beispiel die Riga. Die Riga ist sehr praktisch, gerade für Nahkampf-Einflussbuilds. Wir gucken uns einmal das Bild hier an. So sieht mein Bild hier aus. Ich werde jetzt nicht über jeden einzelnen Mod drüber gehen. Und wir haben auch das Salvenlaser-Gewehr, das ich hier benutze. Auch da einmal das Bild. So, das Interessante bei diesem Bild, beziehungsweise bei den Mods hier, ist die zähe Bindung. Wenn die Crit-Chance unseres Begleiters, was hier gegeben ist, über 50% oder genauer 50% liegt, erhalten wir 1,2% endgültigen Crit-Schadensmultiplikator
Deutscher Übersetzungsfehler, das Prozent muss weg. Es ist einfach 1,2 generell auf den Crit-Schadensmultiplikator draufgerechnet. Also vergesst das Prozent. Ansonsten haben wir noch vielfältige Bindung, auch das ist relativ interessant. Das Töten von Gegnern mit 3 oder mehr einzigartigen Statuseffekten verringert die Abklingzeit. Ist hier relativ wichtig, damit wir häufiger die Fähigkeit von Diriga aktivieren können, nämlich die Bogenspule. Und zu guter Letzt die ansteckende Bindung. Ansteckende Bindung. Wenn ein Begleiter einen Feind tötet, der von einem Statuseffekt betroffen ist, eine 50% Chance, den Statuseffekt auf andere Feinde im Umkreis von 9 Metern zu übertragen. Auch da relativ nice zu haben, damit wir mehr Statuseffekte auf den Gegner drauf bekommen. Das Ganze gucken wir uns einmal an mit dem Nahkampf-Einflussbild, würde ich sagen. Und Eclipse. Da Hotshot relativ schwer zu bekommen ist. Sagen wir es mal so. Also, wir haben das Einflussbild, wir haben das Eclipse-Bild mit drin. Wir haben jetzt hier einen Diriga als Begleiter. Schauen wir uns einmal an. Auch da wollen wir natürlich erstmal unsere Zurückhaltung aufbauen. So, genug Zurückhaltung aufgebaut. Rein. Und ihr seht, das hat ganz gut funktioniert. Dadurch, dass unser Diriga so viele Statuseffekte auf den Gegner drauf bekommt, ist Nahkampf-Einfluss hier nochmal deutlich, deutlich stärker. Eine andere Möglichkeit bei dem Gleiter wäre natürlich auch ein Panzerwulperfühler. Das Bild würde dann folgendermaßen aussehen. Hier haben wir auch verstärkte Bindung mit drin. Das gibt uns Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate. Für uns relativ uninteressant, es sei denn, wir spielen mit Primär- und Sekundärwaffen auch. Aber ansonsten sind hier natürlich auch wieder Zieherbindung, ist hier wieder Zieherbindung mit drin, damit wir mehr Crit-Multiplikator haben. Hierbei ist wichtig, die viralen Stacheln mit reinzunehmen, denn das ist die Fähigkeit und dass ihr auf Elektro moddet bei den Panzerklauen. So, wie angekündigt, optionale Arcanas. Arcana-Antrieb, falls ihr Energieprobleme haben solltet, was vermutlich nicht passieren wird wegen Equilibrium und Co., aber falls, Arcana-Antrieb ist eine Option. Arcana Furie, auch sehr interessant, habe ich lange Zeit benutzt. Bei einem kritischen Treffer haben wir eine 60% Chance auf plus 180% Nahkampfschaden für 18 Sekunden. Arcana Impuls, da wir sehr viele Statuseffekte auf den Gegner drauf bekommen, gibt uns das auch nochmal mehr Fähigkeitsstärke und Fähigkeitseffizienz. Arcana Segen, ebenfalls für die Tankiness, wenn wir Gesundheit aufsammeln, erhöht sich bis zum Ende der Mission unsere maximale Gesundheit. Arcana Aegis, auch eher für die Tankiness, wenn wir Schaden am Schild erhalten, haben wir eine Chance, dass unsere Schildladerate erhöht wird. Universeller Fallout, auch relativ schwer zu bekommen, ähnlich wie Hotshot, kann aber ausgelöst werden durch unseren reaktiven Sturm. Arcana Beschützer, falls sie Schaden erleiden, gibt uns das Bonus Rüstung. Kommen wir zu den optionalen Helme-Fähigkeiten. Eine Option wäre Rhinos Brüllen. Das erhöht all unseren Schaden kurzzeitig, ist aber auch da wieder 30 Sekunden Dauer, wenn wir auf Minusdauer gehen, nicht so geil. Feldapotheke ist eigentlich immer eine gute Option, weil sie uns sowohl Munition gibt, als auch Gesundheit, als auch Energie. Aber auch da muss man daran denken, wir haben eine geringe Dauer. Valkyrs Kriegsschrei ist auch eine Option, gibt uns sowohl Angriffsgeschwindigkeit als auch Rüstungserhöhung, was ganz nett ist, macht uns tanky und erhöht unsere Angriffsgeschwindigkeit. Allerdings auch hier 20 Sekunden Dauer ist nicht besonders viel, man müsste also ein Bild mit Kontinuität spielen. Eine weitere Tankfähigkeit wäre 0 Stern, ist ganz interessant, da es hier überhaupt keine Dauer gibt und uns das auch tankier macht. Eine Option für den Notfall wäre Remedium von Uriel, gibt uns die Möglichkeit, uns zu heilen und unsere Schilde wiederherzustellen. Nekros Schrecken ist auch relativ interessant, da wir aber nicht besonders viel Reichweite haben, eher interessant gegen Bossgegner, wenn wir deren Rüstung reduzieren können. Gleiches gilt für den Pharos-Schlag von Styanax, auch da ist die Rüstungsreduzierung ganz nett, aber da wir nicht besonders viel Reichweite haben, eher gegen einzelne Targets mit besonders viel Rüstung interessant. Umeis Omamori ist auch eine interessante Tankfähigkeit, die die Möglichkeit hat, dass eingehende Treffer uns heilen, anstatt Schaden zu machen und hat auch hier keine Dauer und ist auch nicht von Reichweite betroffen. So viel zu Baruch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.